Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu diesem hübschen Tischläufer. Für diesen Tischläufer werde ich mit einer 4er Nadel und einem vierfädigen Bobbel häkeln in Herbsttönen. Und wir beginnen mit einer Kette aus Stäbchen. Ihr könnt mit einer Luftmaschenkette beginnen, dann sollte die Maschenanzahl teilbar durch 8 plus 4 plus 2 sein. Und dann mit Stäbchen zurückhäkeln. Oder aber mit mir direkt den Fußschlingenanschlag auf Stäbchen häkeln. Und wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen, machen einen Umschlag und gehen in die untere einzelne Schlaufe, in die erste Masche zurück, nehmen diese auf, holen den Faden durch, halten hier unten die Luftmaschen mit dem Daumen fest, damit wir diese 3 Maschen bzw. Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen können. Häkeln erst eine Schlaufe ab, das ist der Boden, auf dem das Stäbchen steht, und dann durch 2 und durch 2 Schlaufen wie für ein Stäbchen. Und somit haben wir unsere Steigeluftmaschen plus ein Stäbchen mehr. Umschlag. Nun hat sich hier unten eine komplette Masche gebildet. Dort stechen wir auch komplett ein. Holen die Schlaufe durch, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen, durch eine für den Boden, auf dem das Stäbchen steht, durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Und nun haben wir schon optisch unsere 3 und eine schöne elastische Kette, die sich da bildet. Nächste Masche wieder komplett einstechen, Faden holen, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine, durch 2 und durch 2. Und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann geht das rucki zucki und man spart sich Hin- und Rückreihe. Und nun könnt ihr eure Kette so lang anschlagen, wie ihr euren Tischläufer breit haben möchtet. Danach zählt ihr die Maschen einmal durch. Die Maschenanzahl sollte teilbar durch 8 sein. Dann brauchen wir plus 4, damit Anfang und Ende gleich sind, und plus 2 fürs Anfang- und Endstäbchen. Also teilbar durch 8 plus 4 plus 2. Und wenn ich meine Kette und die Breite meines Tischläufers angeschlagen habe, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Zurück nach 46 Stäbchen habe ich die perfekte Breite für meinen Tischläufer erreicht. Und dann kommen wir nun zum Muster. Wir beginnen mit Reihe 1, indem wir 3 Steigeluftmaschen häkeln, wenden. Und nun bleiben Steigeluftmaschen über Steigeluftmaschen und wir nehmen uns das nächste Stäbchen und stechen einmal drumherum, also nicht in die Masche ein, sondern drumherum und ziehen es zu uns nach vorne. Dann holen wir den Faden durch und häkeln ganz normal ein Stäbchen ab. Durch 2 Schlaufen und durch 2 Schlaufen. Nun haben wir ein Reliefstäbchen nach vorne. Umschlag, nächstes Stäbchen, gleiches Schauspiel, um das Stäbchen herum nach vorne ziehen, durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Drittes Stäbchen, unter das Stäbchen durch, den Faden um das Stäbchen herum holen, sodass es nach vorne kommt, und durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Und noch ein viertes Mal unter das Stäbchen durch, dass es zu uns nach vorne gezogen wird. Faden holen, durch 2 und durch 2. Und nun haben wir unsere Steigeluftmaschen über die Steigeluftmaschen und 4 Reliefstäbchen nach vorne gezogen. Als nächstes machen wir einen Umschlag und nehmen uns die nächsten 4 Stäbchen vor. Nur dieses Mal gehen wir von hinten um das Stäbchen herum und ziehen es nach hinten. Holen den Faden durch 2 Schlaufen und durch 2 Schlaufen. Und so haben wir ein Reliefstäbchen nach hinten. Umschlag, um das Stäbchen von hinten herum, Faden holen, durch 2 und durch 2. Drittes Stäbchen, von hinten um das Stäbchen herum nach hinten ziehen, Faden holen, durch 2 und durch 2. Und ein letztes und viertes Mal von hinten um das Stäbchen herum,
nach hinten ziehen, durch 2 und durch 2. Und nun haben wir 4 Reliefstäbchen nach hinten. Die nächsten 4 kommen nun wieder nach vorne, also von vorne unter das Stäbchen durchstechen und ein Stäbchen häkeln. Nächstes von vorne drunter stechen und ein zweites Reliefstäbchen häkeln. Danach ein drittes Reliefstäbchen nach vorne und ein viertes Reliefstäbchen nach vorne. Und dann sieht es schon so aus. Die nächsten 4 nun wieder nach hinten. Von hinten um das Stäbchen herum und ein Stäbchen. Nächstes nach hinten ziehen und ein Stäbchen häkeln. Drittes nach hinten ziehen und ein Stäbchen häkeln. Und viertes nach hinten ziehen und ein Stäbchen häkeln. Und so geht nun die ganze Reihe immer im Wechsel. 4 Reliefstäbchen nach vorne und 4 Reliefstäbchen nach hinten. Und am Ende der Reihe die letzten 4 Reliefstäbchen nach vorne ziehen und wir beenden die Reihe, indem wir einen Umschlag machen und in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Und so haben wir Anfang und Ende gleich. Würden wir die Maschenanzahl nur teilbar durch 8 machen, hätten wir hier am Anfang die Reliefstäbchen nach vorne und am Ende nach hinten. Daher rechnen wir teilbar durch 8 und nochmal die Hälfte plus 4 mehr und haben deswegen Anfang und Ende gleich. Und die plus 2 sind Anfang- und Endstäbchen, damit wir nicht mit dem Packet an sich aufhören und beginnen, sondern einen Rand haben. Teilbar durch 8 plus 4 plus 2. Kommen wir zur Reihe 2 oder aber Reihe 3, wenn wir die erste Stäbchenreihe mitrechnen. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen, wenden und nun haben wir die ersten 4 Reliefstäbchen nach hinten und da müssen sie auch bleiben. Also machen wir einen Umschlag, gehen von hinten wieder ums Stäbchen herum und häkeln ein Reliefstäbchen nach hinten ab. Ums nächste herum nach hinten ziehen und ein Stäbchen abhäkeln. Drittes Reliefstäbchen nach hinten ziehen und ein Stäbchen abhäkeln. Und das vierte und letzte Reliefstäbchen nach hinten ziehen und abhäkeln, sodass diese auch hinten bleiben. Nun kommen die 4 nach vorne. Von vorne unter das Stäbchen durch, nach vorne ziehen und ein Reliefstäbchen abhäkeln. Zweites nach vorne abhäkeln, drittes nach vorne und viertes nach vorne häkeln. Und dann sieht das Ganze schon so aus. Die nächsten 4 kommen wieder nach hinten. Also von hinten um die Reliefstäbchen herum häkeln und diese nach hinten ziehen. Und die nächsten 4 liegen nach vorne
Also kommen diese auch nach vorne. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende angekommen, die letzten 4 werden dieses Mal nach hinten gehäkelt, da diese auch nach hinten liegen. Und danach machen wir einen Umschlag und stechen in die dritte Steigeluftmasche von unten angezählt aus der Vorreihe ein und häkeln ein Stäbchen ab, so dass wir Anfang und Ende auch hier wieder gleich haben. Und wie ihr seht, kann man jetzt schon schön die einzelnen Quadrate erkennen. Ein kleiner Tipp am Rande: Bei diesem Muster kann es vorteilhaft sein, zwischendurch noch ein paar Reihen mal hinzugehen und die Stäbchen so ein bisschen auseinanderzuziehen. Und man wird merken, dass da manche Stäbchen bei sind, die sich noch in die richtige Richtung ziehen lassen. Und dadurch kommt das Muster dann noch stärker zur Geltung. Nach 3 Reihen Reliefstäbchen, die erste können wir deswegen mitzählen, weil durch das Häkeln der Reliefstäbchen wurde diese ja auch nach vorne gezogen, wechsle ich persönlich jetzt die Farbe. Denn nach 3 Reihen sollten wir, um unsere Quadrate zu behalten, entweder die Farbe wechseln oder mit einem schnell wechselnden Farbverlaufsgarn häkeln, damit die einzelnen Quadrate besser zur Geltung kommen. Ich ziehe die neue Farbe durch die alte Farbe zu, verkleinere mir dann die Schlaufe und häkle die erste Schlaufe mit beiden Fäden ab und nochmal 2 zusätzliche Luftmaschen für ein Stäbchen. Dann wende ich und schaue nun auf die 4 Reliefstäbchen nach vorne. Und da wir jetzt wechseln müssen, häkeln wir die nach vorne liegenden Reliefstäbchen nun nach hinten. Wir gehen also von hinten um das Stäbchen herum, ziehen es somit nach hinten und häkeln ein Reliefstäbchen ab. Mit dem zweiten das gleiche, um das Stäbchen von hinten herum nach hinten ziehen und ein Reliefstäbchen nach hinten abhäkeln. Das dritte und auch das vierte. Die nächsten liegen nach hinten, also holen wir diese nach vorne. Wir gehen von vorne unter das Stäbchen hindurch, ziehen es nach vorne und häkeln nun Reliefstäbchen nach vorne ab. Nachdem wir alle 4 Reliefstäbchen, die nach hinten gelegen haben, nun nach vorne gezogen haben, kommen nun wieder diese 4, die nach vorne liegen, und diese ziehen wir nach hinten. Also von hinten um das Stäbchen herum nach hinten ziehen und die nächsten 4 Reliefstäbchen so nach hinten häkeln. Die nächsten liegen nach hinten, also werden diese wieder nach vorne gezogen.
Und dann sieht es so aus und gibt einen mega genialen Effekt. Und so nun die ganze Reihe. Die 4 nach vorne liegenden nach hinten ziehen und die 4 nach hinten liegenden nach vorne ziehen. Und nachdem wir die letzten 4 Reliefstäbchen, die nach vorne gelegen haben, nach hinten gezogen haben, machen wir einen Umschlag und stechen in die dritte Steigeluftmasche von unten angezählt ein und beenden die Reihe mit einem Stäbchen. Und das war Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5. Wir beginnen wieder mit 3 Steigeluftmaschen und häkeln nun wieder die Stäbchen so, wie sie auch derzeit liegen. Das heißt, die 4, die nach vorne sind, bleiben vorne und werden auch nach vorne gezogen. Und die 4 nach hinten liegenden werden nun nach hinten gezogen und bleiben auch hinten. Die nächsten liegen nach vorne und bleiben auch vorne. Und so nun die ganze Reihe. Die 4 Reliefstäbchen nach hinten werden weiterhin nach hinten gezogen und die 4 nach vorne werden nach vorne gezogen. Und nachdem wir die letzten 4 Reliefstäbchen nach vorne gehäkelt haben, beenden wir die Reihe, indem wir in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Kommen wir zur Reihe 6. Reihe 6 wird genauso gehäkelt, denn ich sagte ja vorhin, wir brauchen immer 3 Reihen der gleichen Sorte. Also 3 Steigeluftmaschen, einen Umschlag und die Reliefstäbchen, die nach hinten liegen, werden weiterhin nach hinten gezogen. Und die Reliefstäbchen, die nach vorne liegen, werden nach vorne gezogen. Die hinteren wieder nach hinten und die vorderen wieder nach vorne. Und so die ganze Reihe.
Und nachdem wir die letzten 4 Reliefstäbchen nach hinten gehäkelt haben, beenden wir auch hier die Reihe wieder in der dritten Steigeluftmasche, von unten angezählt mit einem Stäbchen, und haben somit Anfang und Ende gleich. So, dann schaue ich nochmal, dass alle an der richtigen Stelle sind. Und das war dann Reihe 6. Kommen wir zu Reihe 7. Für Reihe 7 wechsle ich wieder auf meine braune Farbe. Ich ziehe die neue Farbe durch die alte Farbe, die Schlaufe der neuen Farbe klein und häkle mit beiden Fäden die erste Masche ab. Danach nehme ich mir den einzelnen Faden und häkle noch die 2 zusätzlichen Luftmaschen, sodass wir insgesamt 3 Stück haben. Trenne mich von der alten Farbe. Und dann kommen wir zur Reihe 7. Reihe 7 müssen wir nun wieder tauschen. Wir hatten anfangs 3-mal braun, danach kam 3-mal Vanille und nun kommen wieder 3-mal braun. Und wir müssen hier die vorderen Reliefstäbchen nun wieder nach hinten ziehen. Und die nach hinten liegenden Reliefstäbchen dann wieder nach vorne. So, und nachdem wir dann die letzten Reliefstäbchen nach hinten gezogen haben, beenden wir dann auch hier die Reihe, indem wir einen Umschlag machen, in die dritte Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und die Reihe mit einem Stäbchen beenden. So. Und das ist das eigentliche Muster. Eigentlich ganz einfach. Ihr solltet euch nur die Reihen dann markieren. Nach 3 Reihen müsst ihr einmal die Richtung wechseln. Die hinten liegenden kommen nach vorne, die vorne liegenden nach hinten. Davon macht ihr dann wieder 3 Reihen und dann wechselt ihr wieder in die entgegengesetzte Richtung. Und so bildet sich dieses wunderschöne Korb- oder Schachbrettmuster. Und das ist das eigentliche Muster. So werde ich jetzt meinen Tischläufer weiter häkeln, bis er die richtige Länge hat, individuell anpassbar, genauso wie auch die Breite. Daher habe ich hier ganz bewusst keine Maschenanzahl gegeben. Nach jeder dritten Reihe wird einfach die Richtung der Reliefstäbchen gewechselt, die nach hinten liegenden nach vorne, die nach vorne liegenden nach hinten. Wenn ihr mit einem Farbverlaufsgarn häkelt, ist es natürlich noch einfacher. Nur dann solltet ihr euch natürlich links und rechts einen Marker setzen, damit ihr nicht verpasst, nach jeder dritten Reihe die Richtung zu wechseln. Es sei denn, ihr wollt natürlich längere Streifen haben, dann könnt ihr natürlich mehr Reihen machen. Wenn ihr allerdings diese kleinen Quadrate haben wollt, dann nach jeder dritten Reihe. Ja, ich werde jetzt meinen Tischläufer so weiter häkeln, euch natürlich dabei mitnehmen und dann sehen wir uns noch zum Endergebnis. Bis gleich! Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Abonnieren ist kostenlos, über ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, Mädels, lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!